Hallo meine Lieben, ich hatte euch bis jetzt ja gesagt, dass es nicht möglich ist, mit der Cricut Joy das Print and Cut zu machen, um damit auch Sticker zu erstellen. Und ich habe da einen kleinen Hack gefunden, eigentlich was ähnliches wie das, was ich gezeigt habe, wo ihr mit dem Maker ein komplettes A4-Sheet machen könnt. Aber mehr dazu sage ich euch gleich nach dem Intro. Heute will ich euch, wie gesagt, zeigen, wie ihr mit der Cricut Joy, wo ich bis jetzt gesagt habe, dass ihr da keinen Print and Cut machen könnt, wie ihr das mit einem kleinen Hack trotzdem hinbekommt. Und ich zeige euch jetzt so ein Beispiel davon. Ich habe hier einfach einen Sticker, wo ich die Outlines definiert habe, ringsherum. Und das habe ich mit der Cricut Joy dann geschnitten. Und wie genau dieser Hack funktioniert, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für dieses Projekt braucht, ist natürlich eure Cricut Joy, dann die Standard-Kripmatte, ich habe hier die kleine genommen, dann habe ich ein 300 Gramm Papier genommen und habe das mit etwas Kleber hier oben befestigt, weil die Stelle dann schon sehr dünn wird beim Ausschneiden und das wollen wir ja nachher als Template behalten und deshalb habe ich das hier so ein bisschen am Rand festgeklebt. Zudem habe ich noch mein 200 Gramm Papier, auf das ich jeweils die Sticker mache. Das sind eben nicht Sticker, es sind eigentlich Ephemeras, das heißt, die kleben nicht, sondern ich klebe dann ein Blatt, wo ich nur quasi das ausschneide, aber nicht drauf gedruckt habe. Eins schneide ich aus und die klebe ich dann aufeinander und so habe ich wirklich quasi ein Ephemera, was ich dann für Scrapbooken ins Buch reinkleben kann, ganz einfach mit Flüssigkleber. Aber das könnt ihr eben auch mit Stickerpapier machen, dann braucht ihr kein zusätzliches Blatt, sondern ihr könnt dann einfach euer Stickerpapier nehmen. Ich habe zudem den Fiskars Hebelschneider auf dem Tisch, weil ihr müsst das, was ihr ausgedruckt habt, dann auf eine entsprechende Größe bringen, die vordefiniert ist. Und dann habe ich noch mein kleines Entgitterungstool, was ich gebastelt habe, um das Ganze anzuheben. Wenn ihr guckt von der Genauigkeit her, ist jetzt nicht wirklich super genau. Teilweise hat es funktioniert, teilweise ist es ein bisschen nach links oder rechts verrutscht. Das hier zum Beispiel ist eine, der hat wunderbar funktioniert. Ja, ist ein bisschen Glückssache, aber selbst wenn es ein bisschen verrutscht, ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich finde es immer noch besser als ein Fuzzy Cutting, wo ihr diese Schnitte einfach gar nicht hinbekommt. Und naja, gucken wir uns an, wie ihr das Ganze vorbereiten müsst, damit ihr das so dann ausplotten könnt. Am einfachsten geht es, wenn ihr auf dem Desktop arbeitet und nicht mit dem iPad. Ihr könnt davon ein bisschen genauer arbeiten, habe ich so das Gefühl. Was habe ich hier als erstes gemacht? Ich habe hier ein Rechteck gemacht und da habe ich ganz einfach bei den Formen ein Quadrat eingegeben. Habe da die Relation aufgehoben und dann muss es in der Breite 10 cm sein und in der Höhe 15 cm. Das ist so der maximale Bereich. Und das übergebe ich auch schon gleich, das heißt, das plotte ich schon mal aus. Und da könnt ihr eben den dicken Cardstock auf eure Matte aufbringen. Nehmen wir mit der Matte. Und der Trick dabei ist eigentlich das Cricut oder das hier auf der Matte, die Elemente immer mit demselben Abstand von oben und von links ausgeplottet werden. Es sei denn, ich verändere was. Aber wenn ihr nichts verändert, sollte das eigentlich immer an derselben Stelle sein. Und deshalb mache ich hier wirklich gar nichts dran, sondern sage einfach weiter.
wähle dann bei den Materialien einen dickeren Cardstock, nehme hier den mittelstarken und dann können wir das auch schon ausplotten. Ich mache das jetzt nicht normal, weil ich es vorhin schon gemacht habe, aber den Cardstock, den ihr auf die Größe der Matte zugeschnitten habt, das ist 11,5 cm x 16,5 cm, bringt hier wirklich schön, ich mache das jeweils, ich orientiere mich hier an den weißen Linien der Matte an der unteren Seite, das heißt, ich orientiere die hier. Und reingeben tue ich es dann aber so. Das heißt, das gibt mir hier einfach noch ein kleines bisschen mehr Platz zur Verfügung für meine Schablone. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt dieses Template verwende, weiß ich, ich muss mich hier unten dran orientieren, dass diese Ecke schön stimmig ist. Und so kann ich das in die Joy reingeben. Bei euch wäre es jetzt nicht geschnitten und ich wollte es euch einfach zeigen, weil auf was ihr achten müsst, na, hier habt ihr Raum, um hin und her zu gehen. Und was ich darauf achte ist, ich schiebe mit der Hand das auf diese Seite und versuche das möglichst gerade reinzugeben. Das war ein bisschen zu wenig schnell, versuche es nochmal. Es geht einfach darum, dass er hier möglichst nah an dieser Seite ist. Und so könntet ihr das jetzt ausplotten. Ich mache das eben nicht, weil ich habe das schon geschnitten. Und dann müssen wir uns um den nächsten Schritt kümmern, nämlich um die Sticker. Und da, ich arbeite gern mit PowerPoint und ich habe hier einfach in der genau gleichen Größe, nämlich die 10 cm x 15 cm, habe ich solche Rechtecke eingefügt. Und dann habe ich ganz kleine, die sind wirklich nur, na, wie groß sind die? 0,5 x 0,5 cm, habe ich so kleine Vierecke gemacht und die ganz oben einfach in die Ecke gegeben und zwar auf allen 4 Seiten. Und ich mache da hier kurz beim Hintergrund eine Farbe drauf, damit ihr das seht. Dunkler, damit ihr es richtig seht. Dann machen wir das Ganze noch ein bisschen größer. Ich habe dann die Bilder, die ich als PNGs gespeichert habe, die ich als Sticker verwenden will, habe ich eingefügt. Da könnt ihr ganz einfach einfügen Bilder und dann eben von diesem PC. Und dann könnt ihr die in der Größe anpassen. Bei mir haben jetzt von der Größe her, die ich wähle, haben 2 pro Blatt Platz. Es funktioniert besser, wenn ihr diese weiße Umrahmung drumherum habt und die auch ein bisschen dicker ist. Je dünner das ist, desto schlechter funktioniert das, weil ihr habt es am Anfang gesehen, das kann sich ein bisschen verschieben. Und wenn ihr hier eine schöne weiße Umrahmung habt, die genug dick ist, dann fällt es auch nicht groß auf. So, dann habe ich den Hintergrund wieder ausgeblendet oder wieder weiß gemacht. Und hier habe ich einfach einen grauen Rahmen quasi, oder dem 10 x 15 cm Rechteck habe ich einfach einen grauen Rahmen gegeben. Und jetzt merke ich gerade, da war ich nicht ganz so genau. Das heißt, es lohnt sich, wenn ihr ein bisschen reinzoomt, wenn ihr diese Rechtecke platziert oder diese Vierecke platziert. Es ist wirklich wichtig, dass die gut platziert sind. Kontrolliere ich hier unten auch nochmal. So, dann stimmen die alle. Und so habe ich das dann ausgedruckt und ich habe per se schon, als ich das PowerPoint angelegt habe, habe ich bei Design die Seite habe ich angepasst und gesagt, natürlich Porträt
Und dann habe ich das auf 21 cm x 29,7 cm festgelegt, weil das die Größe einer A4-Seite ist. Und so könnt ihr das dann drucken, aber hier schauen, dass dieses Scale to Fit Paper, dass das nicht aktiviert ist, dass hier kein Haken ist, weil sonst würde es euch die Größe anpassen. Und auch bei den Druckereigenschaften, da gehe ich auf Ausgabequalität optimal und randloses Drucken. Und so habe ich das ausgedruckt. Und für die Cricut Joy, damit der weiß, wo er schneiden muss, habe ich das so gemacht. Ich nehme jetzt hier dieses Beispiel, das habe ich noch nicht. Ich habe alle 4 Ecken markiert, das heißt, ich drücke jetzt die Shift-Taste und markiere alles. Hier also diese 4 Ecken, nicht den Hintergrund, sondern nur die Vierecke und eure Sticker. Dann geht ihr auf rechte Maustaste und sagt Save as Picture oder als Bild speichern und speichert das bei euch auf einem eben auf dem Desktop oder wo auch immer ihr das haben wollt. Und hier wichtig, dass es eben ein PNG ist. Und dann könnt ihr das speichern. Wenn wir dann wieder rübergehen auf den Design Space, könnt ihr hier sagen Hochladen, Bild hochladen. Und dann könnt ihr da, wo ihr eure Sticker gespeichert habt, könnt ihr das einfach reinziehen. Dann nehme ich jeweils, um sicher zu gehen, das Komplex. Hier kann ich weiter sagen und hier ist es wichtig, dass ihr eben nicht drucken und schneiden, sondern hier wollt ihr nur die Schnittdatei haben und sagt hochladen. Dann könnt ihr dieses Bild nehmen und einfügen. Jetzt ist es natürlich massiv größer und hier ist es, weil wir diese Vierecke gemacht haben, ist das gesamte Element, hat die richtige Relation. Das heißt, wenn ich hier jetzt sage 10 cm in der Breite, dann sollte es ungefähr, also 14,975 sind fast die 15. Das passt, also diese kleine marginale Abweichung passt schon. Das, was wir vorhin gemacht haben, können wir ausblenden. Und das hier, an dem muss ich eigentlich gar nichts mehr machen, sondern kann hier sagen herstellen. Wieder die Schneidematte. Und jetzt seht ihr, das richtet es genau an derselben Stelle aus. Jetzt kann ich sagen weiter. Ich habe das jetzt einfach, um euch das zu zeigen, nur auf dem Papier gedruckt. Da könnt ihr natürlich dann das Material nehmen, was ihr braucht. Bei mir ist es ein ganz normales Laserkopierpapier. Und dann können wir das Material auch schon laden. Und da ihr vorhin eine Schablone gemacht habt, könnt ihr das jetzt wegnehmen. Dieses Blatt habe ich eben schön entlang der grauen Linie mit dem Hebelschneider geschnitten. Jetzt müssen wir das einfach mit der richtigen Orientierung hier drauf bringen und das schön in diesem Rahmen drinne platzieren. Und schön festdrücken. Und jetzt gucke ich eben auch wieder, dass ich hier schön auf der Seite anliege, wenn ich das reingebe. Und dann kann ich dem auch schon los sagen. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight. Und dann könnt ihr das auswerfen. Jetzt hat es natürlich hier diese Ecken geschnitten, das ist völlig okay. Jetzt, wenn ihr nachher noch weitermachen wollt, diese Vorlage könnt ihr quasi behalten. Ich löse jetzt einfach mal das weiße Papier und das hat es hier wirklich wunderbar geschnitten. Ich lasse es jetzt kurz drauf, weil so seht ihr es am besten.
Ihr seht, dass er wirklich schön ringsherum geschnitten hat, genauso wie ich quasi die Outlines von meinem Sticker definiert hatte. Und so könnt ihr die einfach auch noch vom Blatt lösen oder von der Schneidematte lösen. Und so habt ihr eure Ephemera's Sticker auch mit der Cricut Joy geschnitten. Und eben diese Vorlage, die könnt ihr behalten oder ihr könnt beim nächsten Mal, wenn ihr es macht, wieder eine neue machen, wie ihr das gerne hättet. Aber das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich, dass ihr durchaus auch mit der Cricut Joy, die eigentlich keine Print-and-Cut-Funktion hat, weil sie eben diesen Laser nicht hat, um die Linie zu scannen, könnt ihr es mit diesem Hack trotzdem machen. Und das war es auch schon für heute. Ich hoffe, dieser kleine Trick war hilfreich für euch und dass euch das Video auch gefallen hat. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! I'm so deep down, and it's not a lie.